Hallo und willkommen in meiner Küche. Sobald es kühler wird, schmecken die traditionellen deutschen Gerichte besonders lecker. In diesem Video zeige ich, wie ich Rouladen zubereite. Zunächst einmal befreie ich rote Paprika vom Kerngehäuse und schneide sie in große Stücke. Sie werden in einer mit etwas Öl erhitzten Pfanne auf der Hautseite angebraten und so bei niedriger Temperatur ungefähr 10 bis 15 Minuten gebraten. Man kann ein klein wenig Wasser dazugeben. Nach 5 Minuten werden die Paprika einmal gewendet. Wenn sie wie hier auf der Hautseite etwas dunkel geworden sind, macht das nichts. An diesen Stellen lässt sich die Haut später besonders einfach lösen. In der Zwischenzeit kann man schon mal geräucherten Speck in Scheiben schneiden. Tiefgefroren lässt er sich übrigens leichter handhaben. In einer Pfanne werden die Scheiben angebraten, bis sie knusprig sind. Beim Kochen geht es ja immer auch um die Röstaromen und deswegen gebe ich nicht nur rohen Speck, sondern eben auch angebratenen Speck in die Rouladen und zwar halb und halb. Wenn euch mein Video gefällt, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und es wäre auch klasse, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, denn das hilft mir, bekannter zu werden. Zwischendurch habe ich auch noch Zwiebeln gewürfelt und diese werden jetzt in derselben Pfanne kurz angebraten. Man stellt sie zur Seite und lässt sie auskühlen, ebenso die Paprika. Das hier ist eine süß-sauer eingelegte Gurke, welche, wie gezeigt, der Länge nach in Segmente geschnitten und bereitgestellt wird. Wie man Gurken einlegt, zeige ich in diesem Video. Die Paprika ist mittlerweile abgekühlt und kann von der Haut befreit werden. Diese Arbeit ist immer etwas filigran. Nach den ganzen Vorbereitungen geht es jetzt ans Rouladenrollen. Aus hygienischen Gründen lege ich das Fleisch immer auf eine Servierplatte, denn Porzellan kann in der Spülmaschine gespült werden. Wenn das Fleisch wie hier durchtrennt ist, lege ich die zwei Teile einfach übereinander und hoffe auf das Beste, was immer funktioniert, da sich dieser Teil im Innern der Roulade befinden wird. Das Fleisch lege ich so, dass die spitzere Seite von mir weg zeigt, sodass sie nach dem Aufrollen außen liegt. Im rechten Drittel ziehe ich das Fleisch etwas auseinander, damit ich beim Einrollen rechts und links etwas Material zum Einschlagen habe. Zunächst wird das Fleisch mit einem Teelöffel Senf bestrichen. Das ist, auf die Fläche verteilt, im Grunde genommen hauchdünn. Die Menge sollte jeder nach seinem Geschmack dosieren. Dann wird es gesalzen, ich nehme hier Meersalz, gepfeffert und was schwer zu erkennen ist, mit Paprika bestreut. Auf diese Grundlage kommen nun die Zwiebeln und zwar werden sie nicht über die gesamte Länge verteilt, sondern eher in der Mitte konzentriert. Der knusprige Speck wird in Stücke zerbrochen und verteilt, ebenso werden der andere Speck sowie Gurken und Paprika verteilt. Zum Aufrollen wird das Fleisch eingeschlagen und bis zur breiten Stelle aufgerollt. Dort werden die breiten Stellen über die bereits entstandene Rolle gefaltet, damit sich so ein Verschluss bildet und dann wird weitergerollt. Überstehendes Fleisch wird umgelegt und mittels eines Zahnstochers fixiert. Leider halte ich hier die Hände etwas hoch, weswegen ich also nochmal Rouladen zubereitet habe, um das wirklich gut zu zeigen. Also nochmal. Das überstehende Fleischstück wird umgebogen und mittels eines Zahnstochers fixiert, die Roulade gedreht und auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche. Hier sieht man das spitze Ende der Roulade. Um die Roulade zu binden, schlinge ich nun einen Faden um die beiden Enden der überstehenden Zahnstocher und zwar so, dass sich das Endstück des Fleisches unter den Fäden befindet und deswegen nicht mehr wegrutschen kann. Man kann auch diese Rouladennadeln nehmen. Sie haben den Vorteil, nicht so weit herauszustehen und die Rouladen lassen sich beim Anbraten etwas besser handhaben.
Zum Anbraten werden die Rouladen in heißes Fett gegeben, wie zum Beispiel Butterschmalz oder Schmalz. Sie werden bei hoher Hitze rundum gebräunt. Sollten sie sich nach dem Einlegen in den Topf nach ein paar Minuten nicht vom Topfboden lösen, weil sie festzukleben scheinen, lässt man sie einfach noch etwas weiter anbraten. Sie werden sich nach ein paar Minuten leicht wenden lassen. Man darf nicht, so wie ich das hier zeige, zu viele Rouladen in den Topf geben, denn sie lassen sich zum einen nur schlecht handhaben, sprich wenden. Vor allem aber kann der Topfboden nicht mehr so aufheizen, dass seine Hitze es schafft, austretende Feuchtigkeit des Fleisches verdunsten zu lassen. Dieses sammelt sich dann und verhindert, dass das Fleisch braun wird, sich also Röstaromen bilden. Besser, man teilt das Anbraten größerer Mengen in mehrere Portionen auf. Leider lassen sich Fettspritzer nicht vermeiden. Man kann das Fleisch mit einem einfachen Haushaltstuch abdecken, dann halten sie sich in Grenzen. Dieses Papier wird aber sehr, sehr heiß und man kann sich daran böse die Finger verbrennen, also beim Entfernen bitte extrem vorsichtig sein. Ich spreche hier aus Erfahrung. So, die Rouladen sind glücklich angebraten und rundum wunderbar braun. Sie werden aus dem Topf genommen. Für die Soße werden noch grob zerschnittene Zwiebeln angebraten. Ich nehme rote Zwiebeln, die haben noch mehr Geschmack und außerdem Farbe. Es wird mit Wasser aufgegossen. Falls noch Paprika über ist, kommt dieser ebenfalls zu den Zwiebeln, ebenso überschüssiger Speck. Und die Rouladen werden auf das Gemüse gelegt. Eventuell muss noch mit so viel Wasser aufgegossen werden, bis das Fleisch zu ungefähr 3/4 damit bedeckt ist. Man kann auch mit etwas Rotwein auffüllen, ich bezweifle jedoch, dass das in geschmacklicher Hinsicht noch notwendig ist. Nun müssen die Rouladen schmoren, bis sie weich sind. Da das Fleisch recht bindegewebshaltig ist, dauert die Garzeit nach meiner Erfahrung immer so um die 2 Stunden und zwar bei geringer Hitze. Man kann die Rouladen bei niedriger Temperatur auf dem Herd garen oder aber man stellt den Topf in den Ofen bei 170 Grad, dann hat man den Herd frei für die Zubereitung anderer Dinge wie Vorspeisen und Beilagen. Zwischendurch sollte kontrolliert werden, ob sich noch genug Flüssigkeit im Topf befindet. Nach der Garzeit werden die Rouladen herausgeholt und die Zahnstocher werden vorsichtig aus dem Fleisch gezogen. Wenn sie zu fest sitzen, kann man sie zuerst etwas drehen, dann geht es besser. Die Schnur lässt sich ganz einfach ablösen. Die Soße wird püriert. Wer will, kann sie durch ein Sieb schütten und passieren. Dann wird sie mit Maisstärke angedickt. Wir essen gerne Kartoffeln, Erbsen und Möhren zu den Rouladen. So sehen sie aufgeschnitten aus. Sie sind sehr würzig und es gibt reichlich Soße. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Hier ist noch die Zutatenliste. Rouladen vom Metzger in Scheiben geschnitten. Salz, Pfeffer, Paprika. Pro Roulade 1 Teelöffel Senf, eine halbe Zwiebel mittelgroß, eine ganze Scheibe geräucherten Speck, eine Viertel Paprika, ein Viertel eingelegte Gurke. Küchengarn, Fett zum Anbraten. Viel Erfolg beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!